Der Determinismus leugnet die Freiheit des Menschen und behauptet, dass alle Ereignisse und Handlungen vollständig festgelegt sind. Was man unter Determinismus ganz genau versteht und welche Kritik man an dieser Lehre üben kann, erfährst du in diesem Video. Der Begriff Determinismus kommt von dem lateinischen Verb determinare, abgrenzen, bestimmen, festlegen. Dem universalen Determinismus zufolge ist unser Universum vollständig, ein für alle Mal und alternativlos festgelegt. Naturgesetze und Anfangsbedingungen bestimmen alle weiteren Weltzustände, sodass es zu jedem Zeitpunkt genau eine mögliche Zukunft gibt. Der universale Determinismus enthält zwei Hauptaussagen. Erstens: Jedes Ereignis hat eine Ursache. Das Kausalprinzip gilt also uneingeschränkt und es gibt keine kausale Unbestimmtheit bzw. keine kausalen Lücken im Weltgeschehen. Zweitens: Die Ursache-Wirkungsrelationen verlaufen nach strikten Gesetzmäßigkeiten. Alle Naturprozesse zeigen strenge Regelmäßigkeiten und unterliegen keinen zufälligen Schwankungen. Man kann sich den Weltverlauf als eine Abfolge von einzelnen Weltzuständen vorstellen. Diese sind einerseits durch die Lage ihrer kleinsten Teile bestimmt und andererseits durch die Naturgesetze kausal miteinander verknüpft. Daraus folgt, dass der Weltverlauf für jeden einzelnen Zeitpunkt und in allen Einzelheiten festgelegt ist. Auf den Menschen bezogen bedeutet dies, dass auch menschliches Handeln im persönlichen, sozialen und politischen Bereich festgelegt ist. In der Moderne wird der Determinismus mit Bezug auf die Naturgesetze, aber auch mit Hilfe der Humanwissenschaften, vor allem der Sozialwissenschaften, der Psychologie und der Neurowissenschaften formuliert. In Europa wird ein universaler Determinismus erstmals im 5. Jahrhundert vor Christus von Leucipp vertreten. Dieser nahm an, dass nichts einfach so, sondern immer aus einem bestimmten Grund und demnach notwendig entsteht. Vom 17. Jahrhundert an gewann der Determinismus dann durch die Newtonsche Mechanik und Gravitationslehre beträchtlich an Überzeugungskraft. Damit ließen sich physikalische Ereignisse auf einmal sehr präzise erklären und vorhersagen. Immanuel Kant vertrat, beeindruckt von der Physik Isaac Newtons in seiner Kritik der reinen Vernunft, einen umfassenden Determinismus für den Bereich der Erscheinungen, nicht aber für den Bereich der Dinge an sich. Eine zentrale Rolle in Kants Theorie spielt dabei das Kausalprinzip. Dieses besagt, dass zu jedem Ereignis in dessen Vorgeschichte ein Zustand existiert, auf den das Ereignis unausweichlich regelhaft folgen musste. Einige Jahre später entwarf Pierre-Simon de Laplace die Fiktion seines berühmten Laplace'schen Dämons. Es handelt sich hierbei um eine übermenschliche Intelligenz, die mit Hilfe genauester Kenntnisse über alle Bedingungen und Gegebenheiten des Universums und uneingeschränkter Rechenkapazität alle zukünftigen Bewegungsabläufe vorhersagen könnte. Dazu später mehr. Seit den 1920er Jahren gibt es durch die Quantenmechanik eine allmähliche Ablösung des Determinismus durch ein zumindest teilweise indeterministisches Weltbild. Es wird diskutiert, inwiefern quantenmechanischer Zufall von Belang für die Frage der Willensfreiheit sein könnte. Der französische Astronom und Mathematiker Pierre-Simon de Laplace formulierte im frühen 19. Jahrhundert mit seinem Laplace'schen Dämon eine berühmte Fiktion, um den universalen Determinismus zu illustrieren. Dieser allwissende Dämon könnte mit umfassendem Wissen und ausreichender Rechenleistung das gesamte Weltgeschehen berechnen. Wir müssen also den gegenwärtigen Zustand des Weltalls als die Wirkung seines früheren und als die Ursache des folgenden Zustands betrachten. Eine Intelligenz, welche für einen gegebenen Augenblick alle in der Natur wirkenden Kräfte sowie die gegenseitige Lage der sie zusammensetzenden Elemente kennte und überdies umfassend genug wäre, um diese gegebenen Größen der Analysis zu unterwerfen, würde in derselben Formel die Bewegung der größten Weltkörper wie des leichtesten Atoms umschließen. Nichts würde ihr ungewiss sein und Zukunft wie Vergangenheit würden ihr offen vor Augen liegen. Der Laplace'sche Dämon, heute würden wir uns darunter einen Supercomputer vorstellen, veranschaulicht die Voraussagbarkeit aller Geschehnisse in einer determinierten Welt. Jeder Weltzustand folgt in einer solchen Welt notwendig aus einem früheren Zustand. Das Weltgeschehen ist also eine Abfolge von Weltzuständen, die alle durch die Naturgesetze kausal miteinander verknüpft sind. Eine Intelligenz mit vollständiger Kenntnis des Weltzustandes und der in der Welt geltenden Gesetze wäre somit in der Lage, jeden beliebigen früheren oder späteren Zustand des Universums zu berechnen.
In einer von Naturgesetzen determinierten Welt kann es nämlich nur einen möglichen Verlauf geben. Es gibt nur eine mögliche Zukunft. In der Philosophiegeschichte lassen sich mindestens 3 unterschiedliche Quellen für den Determinismus finden: Gott, das Schicksal und die Naturgesetze. Die Prädestinationslehre oder der theologische Determinismus behauptet, dass Gottes Wille den Weltlauf determiniert. Diese Lehre geht damit über die Annahme hinaus, dass Gott allwissend ist. Zur Lenkung des Weltlaufs reicht es nämlich nicht aus, dass Gott die Zukunft voraussieht, also kennt. Zusätzlich wird angenommen, dass Gott in den Weltverlauf steuernd eingreift bzw. ihn sogar vollständig bestimmt. Die zweite Quelle des Determinismus ist das Fatum, also das Schicksal. Bereits die Stoiker hatten die Vorstellung, dass das Fatum, das Schicksal, das Weltgeschehen vorherbestimmt und der Mensch sich dieser Vorherbestimmung fügen muss. Die dritte Quelle des Determinismus sind die Naturgesetze. Nach dieser Auffassung werden alle physikalischen Systeme und damit auch der Weltlauf von deterministischen Gesetzen regiert. Wichtig hierbei ist, dass Naturgesetze im Unterschied zu sozialen, juristischen oder göttlichen Gesetzen keine echten Vorschriften sind. Sie schreiben niemandem vor, was zu geschehen hat, sondern sie beschreiben in systematisierter Form, was immer geschieht oder immer der Fall ist. Dass uns Naturgesetze regieren oder wir den Naturgesetzen unterworfen sind, ist dementsprechend metaphorisch zu verstehen. Diese Redewendungen stammen aus einer Zeit, in der Naturgesetze noch als von Gott erlassene Regeln betrachtet wurden. Es wäre daher vernünftiger zu sagen, dass der Weltlauf unter diese Gesetze fällt und zutreffend durch sie beschrieben wird. Das Stattfinden eines Ereignisses kann man also mit Hilfe von Naturgesetzen und Anfangsbedingungen erklären, aus welchen sich dieses Ereignis ableiten lässt. Der Weltlauf ist dementsprechend genau dann deterministisch, wenn aus den Naturgesetzen und der Beschreibung eines vollständigen Weltzustands Beschreibungen aller weiteren Weltzustände folgen. Ein Laplace'scher Dämon oder Supercomputer könnte demnach mit ausreichendem Wissen und Rechenkapazität alle vergangenen und zukünftigen Weltzustände berechnen. Auch der Mensch unterliegt wie jeder Körper den Gesetzen der Physik und Chemie. Als Lebewesen unterliegt er den Gesetzen der Biologie und Physiologie, als kognitives Wesen den Gesetzen der Neuro- und Kognitionswissenschaften und als emotionales und soziales Wesen den Gesetzen der Sozialpsychologie. Je nach Bereich ist er durch ganz unterschiedliche Faktoren determiniert. Biologisch beispielsweise durch eingeschränkte Sinneswahrnehmung, vegetative Notwendigkeiten, instinkthaftes Verhalten, vererbtes Suchtverhalten und so weiter. Physiologisch bzw. neurologisch durch vorgegebene Abläufe im Gehirn, neuronale und hormonelle Steuerung, somatische Marker, Bereitschaftspotenzial, Spiegelneuronen und so weiter. Psychisch durch triebhaftes Verhalten, Zwangsneurosen, unbewusste Bedürfnisse, Ängste, Wünsche und so weiter. Kognitiv durch Wissensgrenzen, begrenzte Aufnahmefähigkeit, geistige Manipulierbarkeit, Vorurteile, ideologische und religiöse Verblendung und so weiter. Sozial durch verinnerlichte Rollenerwartungen, Rollenverhalten, Gruppendruck und Sanktionen, Verpflichtungen, Gemeinschaftsregeln und so weiter. Sozioökonomisch durch Produktions- und Arbeitsverhältnisse, Klassen- oder Schichtbewusstsein und so weiter. Seine Motivationen sind somit durch Triebkonstellation, Charakter und so weiter bedingt, die wiederum von Genstrukturen, frühkindlichen Prägungen, vom Temperament und von persönlichen Erfahrungen, von wirtschaftlichen, sozialen, politischen und geschichtlichen Faktoren abhängen. Auch die Entscheidungen politischer Gemeinschaften werden von vielfältigen geografischen, wirtschaftlichen, sozialen, persönlichen und anderen Bedingungen bestimmt. Ist der universale Determinismus wahr? In der aktuellen philosophischen Diskussion werden Gott oder das Schicksal nicht mehr als ernstzunehmende Quellen des Determinismus betrachtet. Der Fokus liegt vielmehr auf der dritten Quelle des Determinismus, den Naturgesetzen. Es gibt verschiedene Arten von Naturgesetzen. Ein universaler Determinismus kann nur durch empirische Verlaufsgesetze gestützt werden. Der Determinismus macht nämlich eine Behauptung über den Weltlauf, also über die Abfolge von Ereignissen. Deterministische Gesetze müssen sich also auf Ereignisverläufe beziehen.
Es handelt sich hierbei, etwas vereinfacht ausgedrückt, um Immer-wenn-dann-Sätze der Form: Immer wenn etwas der Art A geschieht, dann geschieht danach etwas der Art B. Die fundamentalen Naturgesetze sind aber gar keine Verlaufsgesetze, sondern Zustandsgesetze. Diese sind nicht kausal interpretierbar und können daher auch nicht den Weltlauf alternativlos fixieren und einen universalen Determinismus stützen. Oft wird im Zusammenhang mit dem Determinismus Newtons Gravitationsgesetz herangezogen. Dieses sagt jedoch nicht, dass jeder Körper, der aus 1 Meter Höhe auf den Boden fällt, mit einer bestimmten Geschwindigkeit unten ankommt. Er sagt überhaupt nichts darüber, was tatsächlich geschieht. Er sagt etwas über das Verhältnis physikalischer Größen, nämlich darüber, wie die Gravitationskraft, die zwischen 2 Körpern besteht, sich zu ihren Massen und ihrem Abstand verhält. Ein solches Zustandsgesetz kann nicht direkt deterministisch oder auch nur kausal interpretiert werden. Wenn sich der Determinismus durch ausnahmslose Verlaufsgesetze begründet, die den Weltlauf zutreffend beschreiben, dann scheint die Wahrheit des Determinismus davon abzuhängen, ob es die fraglichen Gesetze gibt. Der Determinismus steht und fällt also mit der Annahme, dass der Weltlauf tatsächlich ausnahmslosen Verlaufsgesetzen unterliegt. In der jüngeren Wissenschaftsphilosophie steht man diesen Gesetzen skeptisch gegenüber. Die gesetzeskeptische These besagt, dass kein uneingeschränkt wahrer Immer-wenn-dann-Satz über empirische Gesetzmäßigkeiten je präsentiert worden ist und dass auch wenig dafür spricht, dass es solche Gesetze überhaupt gibt. Alle Kandidaten für solche Gesetze wurden durch Gegenbeispiele falsifiziert. Die Physik scheint keine ausnahmslos geltenden Gesetze über empirische Verläufe zu kennen. Sämtliche Allaussagen über empirische Verläufe sind Ausnahmen unterworfen, können also durch Gegenbeispiele falsifiziert werden. Dies liegt sicherlich daran, dass in der wirklichen Welt stets eine Überlagerung physikalischer Kräfte vorliegt. Somit ist es kein Wunder, dass Gesetze, die einzelne dieser Kräfte oder Bewegungstendenzen beschreiben, nicht zugleich deren Zusammenwirken beschreiben können. Laplace hat dieses Problem vorausgesehen, denn in seiner Darstellung sind die Ursachen und Wirkungen nicht gewöhnliche Ereignisse, sondern komplette Weltzustände. Wir müssen also den gegenwärtigen Zustand des Weltalls als die Wirkung seines früheren und als die Ursache des folgenden Zustands betrachten. Dass Verlaufsgesetze so häufig falsifiziert werden, kann man also dadurch erklären, dass ihre Vorder- und Nachsätze keine vollständigen Weltzustände beschreiben. Russell stellte kurz und knapp fest: Alle Kausalgesetze sind Ausnahmen unterworfen, wenn die Ursache nicht den Zustand des ganzen Weltalls umfasst. Dieses sogenannte Überlagerungsproblem macht den Grund dafür deutlich, warum der universale Determinismus nicht empirisch überprüft werden kann. Dafür müsste man das Universum nämlich zweimal in exakt denselben Zustand versetzen können. Solange man dies nicht kann, lässt sich das unterschiedliche Verhalten eines Systems bei der Wiederholung eines Experiments stets mit den minimal unterschiedlichen Anfangs- oder Randbedingungen erklären. Die Welt existiert eben nur einmal und hat keine Neustarttaste. Ein Determinist kann immer argumentieren, dass Gegenbeispiele, die vermeintlich Verlaufsgesetze falsifizieren, seine Lehre nicht widerlegen. Der universale Determinismus ist demnach eine metaphysische Doktrin, die sich durch empirische Belege weder als wahr erweisen noch widerlegen lässt. Dementsprechend ist auch die sich auf den Determinismus berufende Bestreitung der Willensfreiheit eine metaphysische These, keine wissenschaftliche. Einer anderen Argumentationslinie zufolge lässt sich der Determinismus zwar nicht beweisen, er wird aber als eine unerlässliche Voraussetzung der Naturforschung betrachtet. Das allgemeine Kausalprinzip, jedes Ereignis hat eine Ursache, lässt den Naturwissenschaftler weiter nach Ursachen suchen, ohne Garantie dafür, dass diese Suche in jedem Einzelfall erfolgreich ist. Ein Ereignis ohne Ursache lässt sich empirisch nie erweisen. Es könnte schließlich eine Ursache geben, die wir nur noch nicht gefunden haben. In dieser Argumentation setzt man das Kausalprinzip mit dem Determinismus gleich. Auch für Kant ist das allgemeine Kausalprinzip, jedes Ereignis hat eine Ursache, gleichbedeutend mit dem Prinzip, jedes Ereignis unterliegt ausnahmslosen Gesetzen. Jedoch ist das Determinismusprinzip nicht unbedingt mit dem Kausalprinzip identisch. Man kann zum Beispiel nicht bestreiten, dass Handlungen und Entscheidungen Ursachen haben, aber sehr wohl verneinen, dass sie deterministische Ursachen haben.
Dass allein deterministische Kausalerklärungen als Erklärungen zählen, ist eine zusätzliche Behauptung, die eigens begründet werden müsste. In der wissenschaftlichen Forschung muss man von der Annahme ausgehen, dass alles in der Welt mit rechten Dingen zugeht und dass es keine Wunder gibt. Diese Annahme ist aber sehr viel schwächer als das, was der universale Determinismus behauptet. Die Auffassung, dass Naturgesetze und Anfangsbedingungen den gesamten Weltlauf alternativlos festlegen, ist im Alltag irrelevant und prägt auch nicht mehr das Weltbild der Physik. Der universale Determinismus ist weder ein Bestandteil unserer Alltagserfahrung noch ein Ergebnis oder eine Voraussetzung naturwissenschaftlicher Forschung. Er ist eine spekulative metaphysische Annahme. Könnten nicht aber bereichsspezifische Determinismen wie der neuronale oder der genetische Determinismus wahr sein, obwohl es der universale Determinismus nicht ist? Das wäre nur dann möglich, wenn es innerhalb des Universums kausal abgeschlossene Systeme gäbe, also Systeme, die nicht mit ihrer Umwelt interagieren und somit nicht durch Umwelteinflüsse gestört werden können. Nur so könnte die Arbeitsweise von Gehirnen durch bereichsspezifische deterministische Verlaufsgesetze korrekt beschrieben werden. Dass es solche kausal abgeschlossenen Systeme gibt, ist sehr unwahrscheinlich. Zur Begründung eines solchen bereichsspezifischen Determinismus reicht es nicht aus, zu sagen, dass beispielsweise eine bestimmte genetische oder physiologische Ausstattung ein Lebewesen zu einem bestimmten Verhalten disponiert. Solche disponierenden Faktoren werden zwar manchmal Determinanten genannt, aber solange nicht klar ist, wann und wo sich welche Disposition manifestiert, sind die Bezeichnungen genetischer Determinismus und neuronaler Determinismus verfehlt. Es gibt einen großen Unterschied zwischen deterministischen Theorien oder deterministischen Gesetzen und einem tatsächlich deterministischen System. Während sich einzelne deterministische Theorien und Gesetze leicht aufstellen lassen, ist es sehr viel schwieriger zu belegen, dass es in der Welt oder auch nur in einem Teil der Welt, beispielsweise im Gehirn, grundsätzlich deterministisch zugeht. Determinismus wird in der Populärwissenschaft häufig mit schwächeren Formen der kausalen Bestimmung verwechselt. So werden in den Humanwissenschaften einige typische Verben verwendet, welche Determinationsverhältnisse ausdrücken, die Art der Determination aber offen lassen. Bestimmte Faktoren steuern das Verhalten, Gehirnvorgänge bedingen Handlungen, Gene prägen die Persönlichkeit, Entscheidungen beruhen auf neuronalen Prozessen. Diese Verben implizieren weniger als strenge naturgesetzliche Determination, lassen jedoch offen, wie viel weniger. Selbst das Verb determinieren und das Substantiv Determinante werden häufig gebraucht, ohne dass der Sprecher tatsächlich eine deterministische Position vertritt. Beispielsweise wird vom neuronalen Determinismus behauptet, dass es auch bei den hochstufigen Prozessen in unserem Gehirn, die für die Steuerung unseres Verhaltens zuständig sind, deterministisch zugeht. Den empirischen Nachweis für die Wahrheit des Determinismus bleibt diese Theorie jedoch schuldig. Der Determinismus wird also nur behauptet, nicht belegt. Der Determinismus ist keine wissenschaftliche Theorie über einen bestimmten Bereich wissenschaftlicher Forschung, sondern eine empirisch nicht überprüfbare metaphysische These über den Weltlauf als Ganzen. Wie ist deine Meinung? Ist unsere Welt und damit auch der Mensch vollständig determiniert? Oder gibt es so etwas wie menschliche Freiheit? Schreibe deine Gedanken zu diesem spannenden Thema sehr gerne unten in die Kommentare. Mit dem Quizlet-Lernset Harter Determinismus klassisch kannst du dein Wissen jetzt überprüfen und vertiefen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!